4 o'clock. I gotta go. Gotta be traffic. Can't drive 55. I can't even drive 25. Hallo Leute, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Fahrschein nach Florida. Dieses Video ist mein drittes zum Thema Autofahren in den USA. Ihr könnt hier klicken, um euch die anderen anzuschauen. Heute möchte ich über die amerikanische Autobahn sprechen. Ich wohne in Florida. Wenn ihr Urlaub in Florida macht, werdet ihr wahrscheinlich einen Mietwagen holen müssen und ihr werdet auch wahrscheinlich auf die Autobahn fahren. In diesem Video zeige ich euch einige Verkehrszeichen, die man auf der Autobahn sieht. Ich werde amerikanisches Fahrverhalten erklären. Ich werde eine Geschwindigkeitsprobe machen, das wird interessant sein. Ich werde einen Rastplatz besuchen und zu guter Letzt, als Bonus, zeige ich euch meine tägliche Pendelstrecke. Los geht's! Come on! Ein Freitag ohne Stau ist kein Freitag. In den USA nennen wir die Autobahn das Interstate Highway System. Hier ist eine Landkarte des Interstate-Systems in den USA. Und hier ist eine Nahaufnahme für Florida. Die verschiedenen Autobahnen sind mit einem blau nummerierten Schild kennzeichnet. Merkt etwas. Die ungeraden Interstates verlaufen von Norden nach Süden, zum Beispiel I-75 und I-95. Die geraden Interstates verlaufen von Ost nach West, zum Beispiel I-10 und I-4. Diese Regel gilt für das ganze Land. Als erstes müssen wir die Autobahn finden. Wie früher gesagt, sucht nach einem blau nummerierten Schild. Auf ihm steht die Interstate-Nummer, in diesem Fall I-275. Auf Englisch sagen wir einfach I-275. Oben darauf ist die Fahrrichtung, Süden. Diese zwei Zeichen warnen vor, dass die Fahrbahn bald recht verengt wird. Man sollte sich nach links einfädeln. Hier ist eine Informationstafel. In den USA sind solche Tafeln blau gefärbt. Diese Tafel deutet darauf hin, dass es Fast-Food-Restaurants an der nächsten Ausfahrt gibt. Hallo, hier ist unser freundlicher Polizist. Auf der amerikanischen Autobahn gibt es keine Blitze.
Die Polizisten tragen Verantwortung für die Geschwindigkeitsüberwachung und sie halten Autofahrer an. Später sehen wir ein Beispiel. Das hier ist ein Zeichen für die zulässige Höchstgeschwindigkeit. In diesem Fall 55 mph oder etwa 88 km/h. In Deutschland gibt es Zeichen für das Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. In den USA gibt es keine solchen Zeichen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit gilt, bis man ein Zeichen mit einer verschiedenen zulässigen Höchstgeschwindigkeit sieht. Merkt etwas. Ich werde von rechts von einem Motorrad überholt. Das ist sehr, sehr üblich in den USA. Mehr davon sage ich später. Auf amerikanischen Autobahnen sind alle Vorwegweiser, Entfernungstafeln und Hinweise auf Ausfahrten grün gefärbt. Hier sehen wir 3 Zeichen. Das links äußerste Zeichen deutet darauf hin, dass ihr auf I-275 Süd in Richtung St. Petersburg und Tampa Flughafen fahrt. Die anderen 2 Zeichen sind Ausfahrtszeichen. Alle Autobahnausfahrten in den USA sind nummeriert. Das mittlere Zeichen informiert, dass Ausfahrt 46b eine Meile entfernt ist. Ihr merkt, dass diese Zeichen zugleich einen Straßennamen und eine Fahrbahnnummer zeigen. Martin Luther King Jr. Boulevard ist ebenfalls State Road 574. Um die Nummer müsst ihr euch allerdings nicht kümmern. Dieses Zeichen ist ein Hinweis auf einem Autobahnkreuz. In diesem Fall ist es Interstate 4 Ost, Richtung Orlando. Das Autobahnkreuz ist 1,5 Meilen entfernt. Guckt mal her, ein Polizist hat einen Autofahrer angehalten. Dieser Polizist ist Beamter des Florida Highway Patrols. Im Großen und Ganzen hat das Florida Highway Patrol Verantwortung für Geschwindigkeitsüberwachung auf der Autobahn. Wir werden diesen Polizist wiedersehen. Gelegentlich muss man sich auf die Autobahn von links einfedern. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland je passiert. Wir nähern uns dem Autobahnkreuz zwischen I-275 und I-4. Wenn wir auf I-275 Nord weiterfahren wollen, sollen wir auf einer der 3 linken Spuren fahren. I-275 Nord führt nach Ocala. Wollt ihr nach Disney World gehen? Dann fahrt auf einer der 3 rechten Spuren und nehmt I-4 Richtung Orlando. Erinnert euch an den FHP-Polizisten? Da ist er. Mit einem Opfer ist er fertig. Jetzt jagt er den nächsten. Hier ist noch eine blaue Informationstafel. Sie deutet darauf hin, dass es Fastfood-Restaurants an der nächsten Ausfahrt gibt. Ich werde diese Ausfahrt nehmen, damit ich euch etwas anderes zeigen kann.
An dieser Ausfahrt ist auch eine Tankstelle, aber das ist nicht, was ich euch zeigen will. Hier ist das, was ich euch zeigen will. Diese Tafel zeigt euch die Richtung und Entfernung zu den Restaurants. In diesem Fall befinden sie sich alle nach rechts. Wie schon gesagt, haben alle Teile des US Interstates eine zulässige Höchstgeschwindigkeit. Es gibt keinen Teil, wo man möglichst schnell fahren darf. In Deutschland gibt es viele Blitze. Bei euch kriegt man einfach Post mit einem Foto und man muss die Strafe zahlen. Wohingegen in Amerika die Polizisten die Autofahrer anhalten. Die Geschwindigkeitsüberwachung hier ist beschränkt. Wenn ihr nach den USA reist, wird es euch auffallen, dass Amerikaner sehr oft viel schneller fahren als erlaubt. In diesem Teil des Videos werdet ihr das sehen. Ein weiterer Unterschied ist das Rechtsfahrgebot. In Deutschland gilt die Regel, dass es möglichst weit rechts zu fahren ist. Viele Staaten in den USA haben eine ähnliche Regel. Ich zitiere das Florida-Gesetz. Auf einer Straße oder Autobahn mit 2 oder mehr Spuren, die eine Bewegung in die gleiche Richtung erlauben, darf ein Fahrer nicht weiter ein Kraftfahrzeug in der äußersten linken Spur betreiben, wenn der Fahrer weiß oder vernünftigerweise wissen sollte, dass er oder sie in dieser Spur von hinten von einem mit höherer Geschwindigkeit fahrenden Kraftfahrzeug überholt wird. Tja, wir Amerikaner lieben es, auf unserer Spur zu fahren. Das ist meine Spur. Wir missachten das Rechtsfahrgebot ständig, weswegen viele Leute rechts überholen. Ihr werdet das auch in diesem Teil des Videos sehen. Schauen wir uns mal an. Right now the speed limit is 65 miles per hour and I'm doing 75.
Wenn ihr eine Pause vom Autofahren braucht, sucht nach einem dieser blauen Zeichen. Lassen wir einen Rastplatz besuchen. Ich zeige euch das, wovon ihr erwarten könnt. Dieses Zeichen bedeutet, dass der Parkplatz getrennt ist. Wohnwagen parken auf der linken Seite und PKWs parken auf der rechten Seite. Das hier ist ein typischer Rastplatz in Florida. Die Rastplätze werden vom Florida Department of Transportation instand gehalten. Weil Florida ein Tourismusstaat ist, gibt das FDOT Acht darauf, dass die Rastplätze sauber bleiben. Die Landschaftsgestaltung ist immer schön. Natürlich gibt es immer die amerikanische Flagge und die Florida-Flagge. Hier ist das Innere. Die WCs sind sauber und kostenlos. Ich weiß, das ist anders in Deutschland. Es gibt Automaten, von denen man Imbisse und Getränke bekommen kann. Hier muss ich darauf hinweisen, dass die Rastplätze in Florida nicht umfassend sind. Es gibt weder Tankstellen noch Fast-Food-Restaurants bei ihnen. Dafür muss man aus der Autobahn ausfahren. Es gibt eine Ausnahme. Die Hauptlinie des Florida Turnpikes hat umfassende Full-Service-Rastplätze, wo man voll tanken und essen kann. Das Florida Turnpike ist eine Mautautobahn und die Hauptlinie geht von Miami nach Ocala. Gewöhnlich an der Wand des Rastplatzes ist eine Landkarte mit einem Reißnagel an der Stelle, wo sie sind. Es gibt keinen Vergleich mit Deutschland, aber in Florida versuchen wir noch progressiv zu sein. Die Rastplätze haben schattierte Picknickgebiete, wo sich man entspannen und zu Mittag essen kann. Wenn Sie fertig sind, fahren Sie einfach wieder auf die Autobahn. Zum Schluss möchte ich euch meine tägliche Heimfahrt am Feierabend zeigen. Jeden Tag fahre ich 26 Meilen, 42 Kilometer, jede Richtung zwischen Zuhause und Betrieb. Um nicht aus möglichst viel zu entkommen, arbeite ich von 7 bis 4. Morgens dauert die Fahrt gegen 35 Minuten, abends ist eine andere Geschichte. Abhängig von der Jahreszeit kann meine Heimfahrt von 45 Minuten bis eine Stunde dauern. Hab keine Angst. Ich werde euch nicht zu Tode mit der ganzen Fahrt langweilen. Ich werde nur die Höhepunkte zeigen, sodass ihr amerikanisches Fahrverhalten auf der Autobahn während der Stoßzeit besser versteht. Als erstes merkt ihr, dass ich möglichst bald links fahre. Vielleicht sagt ihr euch, hey, du missachtest das Rechtfahrgebot. Jein, ich erkläre. Selbst auf der linken Spur ist der Verkehr immer wieder Stop and Go. Hier sind einige Beispiele. Gas geben, Bremse treten. Gas geben, Bremse treten. Was für ein Grund steckt dahinter? Kommt weiter und ich zeige euch.
Hier ist der Grund. Erinnert ihr euch an dieses Zeichen? Das Autobahnkreuz zwischen I-275 und I-4 liegt voraus. Wir nennen dieses Autobahnkreuz Malfunction Junction. Grund dafür ist es, dass ein riesiger Austausch vom Verkehr hier stattfindet. Aber die Ausfahrt hat nur eine Spur dazu. Die Autos stauen sich jeden Abend Stoßstange an Stoßstange. Die Autos auf der 2 mittleren Spuren wollen die Ausfahrt auch nehmen, aber sie wollen nicht Schlange stehen. Sie schieben sich langsam vor, um Position zu rangen. Deswegen wird die linke Spur von Überholspur zur durchgehenden Spur. Diese Situation ist in fast allen amerikanischen Städten sehr üblich. Endlich bin ich am Stau vorbei. Jetzt kann ich meinen Wagen richtig ausfahren lassen. Ja? Nein. Hier kommt Stau Nummer 2. Dieser Stau ist schlechter als der erste. Dieser Teil meiner Heimatfahrt zieht das Leben von mir ab, muss ich sagen. Der Grund für diesen Stau ist ähnlich wie zuvor. Ich zeige euch. LKW auf der linken Spur. Ist das erlaubt in Deutschland? Hier ist der Grund für den Stau. Voraus liegt die Ausfahrt für State Road 60. State Road 60 führt nach Tampa Flughafen und Clearwater. Genau wie zuvor sind die auf der rechten Spur fahrenden Autos gestaut. Die auf den mittleren Spuren fahrenden Autofahrer, die nicht Schlange stehen wollen, rangen um Position. Endlich erreiche ich die Howard Franklin Brücke. Die Howard Franklin ist eine von 3 Brücken, die Hillsborough County und Pinellas County anschließt. Wenn ich die Howard Franklin erreiche, fühle ich mich erleichtert. In 15 Minuten bin ich zu Hause. Meine Ausfahrt endlich. How are my girls? Good. Good. Das war mein Video und das war meine Pendelstrecke. In diesem Video habt ihr ein bisschen hinter den Kulissen vom Leben in Florida gesehen. Es ist nicht alles Sonnenschein und Strände hier. Tja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr neu bei meinem Kanal seid, willkommen. Klickt bitte auf die Daumen nach oben, abonniert und vergesst nicht das Glöckchen zu klicken, damit ihr Mitteilungen bekommt, wenn ich neue Videos hochlade. Ich mache ein Video pro Monat. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Monat. Von Fahrschein nach Florida. Ihr Fahrschein nach Sonnenschein. Tschüss. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day.